In diesem Video wird erklärt, wie man Points of Interest in Track of the Day verwaltet und wie man sie zur Routenplanung nutzen kann. Weil es ein komplexes Thema ist, wird dieses Video etwas länger ausfallen. Man braucht also viel Kaffee und kann es in mehreren Etappen anschauen und schrittweise nachvollziehen. Dabei ist die Liste der Kapitel hilfreich. Man findet sie weiter unten in der Videobeschreibung. Okay, dann geht's jetzt los. Viel Spaß! POIs sind das Herz vieler Routenplanung. Track of the Day verwaltet POIs in einer lokalen SQL-Datenbank. POIs können in die Karte eingeblendet werden. Die Anzeige kann zwischen Symbol und Namen umgeschaltet werden. Wie das funktioniert, sehen wir hier. Klickt man auf ein POI-Symbol, wird die POI-Vorschau geöffnet. Diese Vorschau ermöglicht viele unterschiedliche Funktionen. Man kann sie nutzen, um die selektierte Route beim aktuellen POI zu starten, die Route zum selektierten POI zu verlängern oder den POI als Via-Punkt in die Route zu integrieren. Alle POIs können ein Bild oder einen Screenshot enthalten. In der POI-Vorschau kann man nach Bildern aus Google Street View oder Microsoft Street Sight suchen oder ein Bild vom lokalen Computer hinzufügen. Klickt man auf das Bild eines POIs, wird es vergrößert dargestellt. Wurde ein POI über eine Webseite wie beispielsweise Google Earth erstellt, enthält der POI die Adresse dieser Webseite. Klickt man in der POI-Vorschau auf diese Adresse, wird die zugehörige Webseite geöffnet. Sind mehrere POIs mit Bildern in die Karte eingeblendet, kann man über die Vorschau direkt zum nächsten POI springen. Dabei wird die Karte automatisch beim jeweiligen POI zentriert. Um POIs in der Datenbanksicht anzuschauen, klickt man auf das Symbol mit dem SQL-Icon oder drückt die Tastenkombination STRG+D. Die Datenbanksicht kennt die Kategorien Tracks, Routen und POIs. Hier sehen wir nun die lokal auf meinem Computer gespeicherten POIs. Einzelne POIs kann man mit einem Doppelklick in die Karte einblenden. Hat man mehrere POIs selektiert, kann man sie alle auf einen Schlag öffnen. Wie das funktioniert, sehen wir hier. Enthält die Karte viele POIs, können diese bei der Routenplanung hinderlich sein. Daher kann man sie über den Button mit dem Sternchen jederzeit aus- und wieder einblenden. Über das Kontextmenü der Karte kann man alle POIs ein- und ausblenden sowie von der Karte entfernen. Beim Entfernen bleiben die POIs in der lokalen Datenbank erhalten und können jederzeit wieder zur Karte hinzugefügt werden. Der aktuelle Kartenausschnitt ist auch ein Suchparameter für POIs. Um in der Datenbanksicht die POIs anzuzeigen, die zum aktuellen Kartenausschnitt passen, klickt man auf den Button mit dem Filtersymbol. In der Datenbank gespeicherte POIs können entlang von Tracks und Routen in die Karte eingeblendet werden. Dabei kann man POI-Typ, POI-Kategorie oder Hashtags als zusätzliches Suchkriterium verwenden. Wie man entlang einer Route nach lokal gespeicherten POIs sucht, sehen wir hier.
POIs können auf vielen unterschiedlichen Wegen in die lokale Datenbank gelangen. Man kann sie selbst erstellen, von externen Webseiten importieren oder mit der POI-Supersuche finden und in der Datenbank speichern. Gumbo, in der Pfanne gebraten oder frittiert. Es gibt Shrimps mit Bananen, Limonenshrimps, Kokosnussshrimps, Pfeffershrimps, Shrimpsuppe, Shrimp-Eintopf, Shrimpsalat, Shrimps mit Kartoffeln, Shrimps Burger, Shrimps Sandwich. Das war's, glaube ich. Ja. Hier sehen wir einen Track, den ich mit meinem BMW Navigator 6 aufgezeichnet habe. Dieser Track hat mehrere Pausen, die länger als 5 Minuten sind. Mit dem Pausensymbol kann ich sie ein- und ausblenden. Bei diesem Button gibt es auch ein Kontextmenü. Darüber kann man aus allen Pausen eines Tracks automatisch POIs erstellen. Hier zeige ich kurz, wie es funktioniert. Diese Funktion ist sehr praktisch, denn wenn man unterwegs länger angehalten hat, gab es in der Regel einen Grund. Dies können schöne Fotolocations, Bikertreffs, Tankstellen und vieles mehr sein. Lädt man aus dem Internet einige Routen herunter, so enthalten diese häufig Stops bei Sehenswürdigkeiten oder Aussichtspunkten. Klickt man einen der Routenpunkte mit der rechten Maustaste an, so kann man an dieser Stelle einen POI erstellen. Dazu öffnet sich ein Pop-up mit den Bildern, die Google Street View an dieser Stelle enthält. Klickt man hier auf das Symbol mit der Kamera, wird ein Screenshot erstellt und mit dem neuen POI verknüpft. Wer geokodierte Fotos hat, kann diese per Drag and Drop auf die Karte werfen. Jedes geokodierte Foto wird dann automatisch ein POI. Fotos ohne Geokoordinaten kann man ebenfalls an beliebigen Stellen positionieren und in die lokale Datenbank importieren. Wie das funktioniert, sehen wir hier. Über die Integration der Apple iCloud kann man auch seine Kontakte als POIs importieren. Dabei ist die Voraussetzung, dass alle Kontakte eine valide Adresse haben. Wie man einen Kontakt aus der iCloud als POI importiert, sehen wir hier. Beim Import aus der iCloud werden alle VCards zunächst in den Cache-Ordner heruntergeladen.
Sammlungen von POIs im GPX-Format kann man auch per Drag and Drop auf die Karte oder direkt in die Datenbanksicht werfen. Auch ein Drag and Drop von Vikas aus Microsoft Outlook ist möglich. Hier sehen wir dazu ein kurzes Beispiel. POIs können auch aus Textdateien importiert werden, die im CSV-Format vorliegen. Um eine POI-Sammlung im CSV-Format zu importieren, klickt man auf Hinzufügen und wählt die CSV-Datei aus. Es öffnet sich der Dialog für den POI-Import. Fehlende POI-Typen oder POI-Kategorien kann man hier anlegen. Allen POI-Typen und Kategorien kann man auch ein Icon zuweisen. Hat eine POI-Kategorie kein Icon, wird das Icon des POI-Typs angezeigt. Hat auch der POI-Typ kein Icon, wird ein Default-Icon angezeigt. POI-Typen und POI-Kategorien kann man völlig frei anlegen. Fehlt beim Import von POIs ein Typ oder eine Kategorie, klickt man neben der jeweiligen Auswahlbox auf den Button mit dem Stiftsymbol. Es öffnet sich dann der Bearbeitungsdialog für POI-Typen bzw. POI-Kategorien. Um einen neuen Typ oder eine neue Kategorie anzulegen, klickt man auf den Button mit dem Plus-Symbol. Das neue Element wird dann unten in die Liste angehängt und man kann es dort umbenennen. Bei neuen Elementen ist der Button mit dem Icon zunächst immer leer. Klickt man auf den Button, kann man ein Icon aus den vorhandenen Icons auswählen oder ein neues Icon erstellen. Für die Erstellung neuer Icons kann man die Integration von Font Awesome auswählen. Hier sehen wir dazu ein Beispiel. Es gibt auch einen Icon-Editor, in dem man seine eigenen Icons gestalten kann. Wie man das macht, sehen wir hier. Klickt man auf das Symbol mit der Wolke, wird eine Webseite mit vielen POI-Icons geöffnet. Dort kann man die Icons frei einfärben und als ZIP-Datei herunterladen. Nachdem man das Archiv entpackt hat, kann man alle Icons für POI-Typen und POI-Kategorien verwenden. Schauen wir uns nun die anfangs erwähnte POI-Supersuche etwas genauer an. Um die POI-Supersuche zu öffnen, klickt man am oberen Rand der Karte auf das Symbol mit dem Kreis und dem Blitz.
Die POI-Supersuche kann in einem Kartenausschnitt oder entlang eines selektierten Tracks oder einer selektierten Route suchen. Dabei kann jeweils nach genau einer POI-Kategorie gesucht werden. Am oberen rechten Rand des Dialogs gibt es die 3 Schnellkategorien Tankstelle, Restaurant und Hotel. In der Liste daneben kann man aus vielen weiteren Kategorien auswählen. Der Ausschnitt der Karte kann frei gewählt werden. Mit einem Slider stellt man die maximale Anzahl der Treffer ein. Für dieses Beispiel suchen wir nun Tankstellen an der Ostküste Sardiniens. Die Treffer werden auf der Karte und in einer Liste angezeigt. Diese Liste kann man nach verschiedenen Kategorien sortieren. Klickt man auf ein Element der Liste, wird die Karte beim zugehörigen POI zentriert. Bei der Sortierung Entfernung zum Kartenzentrum wird das jeweils nächste Element an den Anfang oder das Ende der Liste gerückt. Klickt man einen Treffer in der Kartendarstellung an, öffnet sich ein Vorschau-Pop-up. Hier sieht man die Kategorie, den Namen und die Adresse des POIs. Klickt man auf die Geokoordinate, wird bei Google Street View nach Bildern gesucht. Man kann den Treffer aus der Suche löschen oder ihn gezielt importieren. Innerhalb der Listendarstellung hat man zusätzlich die Möglichkeit, alle Treffer in Google Maps zu öffnen, zu importieren oder aus der Trefferliste zu löschen. Hat man POI-Typ und POI-Kategorie geändert, kann man die Listendarstellung aktualisieren. Unterhalb der Trefferliste gibt es 3 Checkboxen. Hier kann man während des Imports automatisch nach Bildmaterial von Microsoft StreetSight suchen. Aktiviert man doppelte POIs überspringen, werden nur POIs importiert, die noch nicht in der lokalen Datenbank vorhanden sind. Ist die Checkbox POIs nach dem Import zur Karte hinzufügen aktiviert, werden alle POIs automatisch auf der Karte angezeigt. Klickt man auf Alle importieren, werden alle Treffer in die lokale Datenbank importiert. Die Kartendarstellung der POI-Supersuche kann man so vergrößern, dass sie den Dialog weitgehend ausfüllt. Das ist bei der Routenplanung sehr praktisch, weil man die aktuelle Route sieht und im jeweiligen Kartenausschnitt nach POIs suchen kann. Wie das funktioniert, sehen wir hier. Ist eine Route selektiert, kann man mit der POI-Supersuche beispielsweise nach Tankstellen entlang der Route suchen, sie in die Karte einblenden und in die Route integrieren. Um entlang einer Route zu suchen, aktiviert man die Checkbox entlang der Route. Ist ein Track selektiert, wird entlang des Tracks angezeigt. Wird bei geöffneter Supersuche die aktuelle Route oder der Track gewechselt, wird die Supersuche sofort aktualisiert. Verschiebt man die Hauptkarte, wird die Karte der Supersuche ebenfalls automatisch neu zentriert. Kommen wir zu weiteren Möglichkeiten für den Import von POIs. Am oberen Rand der Karte findet man den Tankstellenfinder von Aral bzw. BP. Diese Webseite wird durch den Betreiber gepflegt und enthält Informationen wie Öffnungszeiten, verfügbare Dienste und vieles mehr. Um eine dieser Tankstellen als POI zu importieren, selektiert man die Tankstelle und klickt in der Adresszeile des Browserfensters auf das POI-Icon. Gleich neben dem Tankstellenfinder gibt es die Webseite von camping.info.
Wird hier ein Campingplatz in der Detailansicht geöffnet, wird die Hauptkarte bei diesem Campingplatz zentriert. Auch hier kann man über das POI-Icon den Campingplatz als POI in die lokale Datenbank aufnehmen. Wer mit einem Wohnmobil unterwegs ist, kennt das Problem, man kann und darf nicht überall parken. Je nach Größe des Wohnmobils kann die Suche nach einem geeigneten Stellplatz schnell zu einer Geduldsprobe werden. Daher ist es gut, sich vor dem Antritt einer Reise einige geeignete Stellplätze auszusuchen und gegebenenfalls vorab zu reservieren. Den Stellplatzfinder erreicht man über das Icon mit dem großen P am oberen Rand der Karte. Auch hier wird die Karte neu zentriert, wenn man die Details eines Stellplatzes auswählt. Auch hier klickt man wieder auf das POI-Symbol, um den Stellplatz in die lokale Datenbank aufzunehmen. Wer eine Reise in eine unbekannte Region plant, kann sich mit Google Earth einen schnellen Überblick über die Topographie und die örtlichen Gegebenheiten verschaffen. Um Google Earth zu starten, klickt man auf das zugehörige Icon am oberen Kartenrand. Es wird nun die Webseite von Google Earth geöffnet. Hier kann man die Erde aus allen Richtungen betrachten, kippen und drehen, fast alles ist möglich. Den Nationalpark Picos de Europa werden viele Zuschauer nicht kennen. Da er eine Reise wert ist, wollen wir ihn uns jetzt etwas genauer anschauen. Dazu geben wir Picos de Europa im Suchfeld oben links ein. Es werden mehrere Treffer vorgeschlagen und wir wählen den Nationalpark aus. Google Earth fliegt diesen Nationalpark nun an. Am rechten Rand werden viele sehenswerte Bilder dieses herrlichen Landstrichs angezeigt. Kleine blaue Punkte markieren spezielle 360-Grad-Fotos, die von den Nutzern dort eingefügt wurden. Auch hier können wir allerlei POIs ohne große Umwege erstellen. Über die Tastenkombination STRG plus B können einzelne Ebenen in Google Earth ein- oder ausgeblendet werden. So kann man beispielsweise POIs mit schönen Landschaftsbildern ohne jede Beschriftung erstellen. Hier sehen wir einige Beispiele. Ist man in Google Maps angemeldet, kann man über die Ebenen die Globusansicht aktivieren. Damit sind ähnliche 3D-Perspektiven wie in Google Earth möglich. Zusätzlich werden hier nun viele POIs und Fotolocations angezeigt. Selektiert man einen dieser Orte, kann man auch hier ohne Umwege einen POI erstellen. Geocaching ist eine moderne Form der Schnitzeljagd. Geocaches sind in der Regel kleine Dosen, die einen Zettel und einen kleinen Stift enthalten. Sie werden von Mitgliedern der Geocaching-Community an besonders schönen Orten versteckt und warten darauf, gefunden zu werden. Hat man einen Cache gefunden, trägt man sich auf dem kleinen Zettel ein, den man in der Dose vorfindet. Danach versteckt man die Dose wieder und startet die Suche zum nächsten Cache.
When you're done, just put the geocache back where you found it, and you're on to the next one. Hey, it's the other way. There's an adventure happening all the time, all around you. Become a part of it at geocaching.com. Hier sehen wir nun, wie die Webseite geocaching.com in Truck of the Day integriert ist. Für unser Beispiel bleiben wir im Nationalpark Picos de Europa und klicken auf das Symbol mit dem Geocaching-Icon. Es wird eine Karte mit Caches rund um die Picos de Europa geöffnet. Klickt man auf einen dieser Caches, öffnet sich ein kleines Pop-up-Fenster. Dort kann man auf Download GPX klicken. Es öffnet sich der Dialog für den POI-Import. Für viele Geocaches gibt es GPX-Dateien mit mehreren GPX-Waypoints. Diese markieren häufig einen Parkplatz und geben die grobe Richtung zum Cache vor. Geocaching macht Spaß und man wird häufig zu abgelegenen Orten geführt, die man ohne das Geocaching niemals gefunden hätte. Kommen wir zur nächsten wertvollen Quelle für POIs. Oberhalb der Liste der Routen und in der Titelzeile gibt es jeweils einen Button mit einer kleinen Weltkugel. Klickt man dort, werden die Info-Pages geöffnet. Das ist eine Sammlung von vordefinierten Webseiten, auf denen man wichtige Informationen für die Routenplanung findet. Diese Liste öffnen wir nun und wählen die Webseite von overpassturbo.eu aus. Hier fokussieren wir die Karte ebenfalls auf die Picos de Europa. Jetzt klicken wir auf Wizard und geben Geschwindigkeitskontrolle als Suchbegriff ein. Nachdem wir auf Anfrage erstellen und ausführen geklickt haben, werden viele Punkte mit Geschwindigkeitskontrollen in die Karte eingeblendet. Um die Liste dieser Kontrollpunkte zu importieren, klicken wir auf Exportieren und dann im Abschnitt Daten auf GPX und Download. Es öffnet sich wieder der Dialog für den POI-Import. Hier können wir einen passenden POI-Typ und eine POI-Kategorie einstellen und alle POIs in die lokale Datenbank importieren. Weitere Anfragen liefern beispielsweise Hotels oder Restaurants. Welche Anfragen möglich sind, kann man in der Dokumentation zu Overpass Turbo nachlesen. Jetzt möchte ich die Integration von Booking.com vorstellen. Diese findet man, wenn man im Kontextmenü der Karte bei Zusätzliche Ansichten das Untermenü Hotelsuche öffnen auswählt. Unterhalb der Karte wird jetzt die Webseite Hotelsuche bei Booking.com geöffnet. Hier kann man eine Region oder eine Reisezeitraum eingeben. Alternativ kann man auch die Liste der Regionen öffnen und beispielsweise Hotels in Spanien auswählen. Nun zoomt man in der Karte den Nationalpark Picos de Europa heran. Es werden nun einige Hotels angezeigt. Sobald man die Details zu einem Hotel geöffnet hat, wird die Hauptkarte bei diesem Hotel zentriert und ein POI im Stil von Booking.com angezeigt. Hier sieht man nun, wie man das Hotel Picos de Europa auswählen kann. Wieder klicken wir auf das POI-Sternchen. Es öffnet sich erneut der Dialog für die Erstellung eines POIs. Hier geben wir den Hashtag Booking.com ein und legen POI-Typ und POI-Kategorie fest.
Das Hotel wird nun auf der Karte angezeigt. Über die Street View Funktion können wir die Umgebung anschauen und stellen fest, dass es sogar einen abschließbaren privaten Parkplatz gibt. Über den Hyperlink des PUIs gelangen wir jederzeit wieder zur Detailseite des Hotels und können gegebenenfalls ein Zimmer buchen, wenn unsere Reisepläne weiter fortgeschritten sind. Nun möchte ich zeigen, wie man PUIs ganz einfach selbst erstellen kann. Dazu wechseln wir zur Michelin-Karte und schauen uns Bilbao etwas näher an. Hier finden wir eine kleine grüne Markierung mit dem Schriftzug Museo Guggenheim de Bilbao. Bei der grünen Markierung halten wir die linke Shift-Taste gedrückt und klicken mit der linken Maustaste. Es öffnet sich ein Pop-up, das den Namen, die Adresse und die Telefonnummer des Museums anzeigt. Wir importieren diesen PUI in die Datenbank. Klickt man bei dem neuen PUI auf die Geokoordinate, kann man sich virtuell im gesamten Museum umschauen, was überaus cool ist. Weil wir gegebenenfalls später einmal das Museum im Abendlicht fotografieren wollen, halten wir die Alt-Taste gedrückt und klicken auf die nahegelegene Brücke. Es öffnet sich Google Street View und wir können einen weiteren PUI erstellen. Nun wechseln wir zur Luftbildkarte und schauen uns das Museum und die Umgebung genauer an. Dabei fällt uns eine spinnenförmige Skulptur auf. Ich klicke an dieser Stelle auf die Karte und es öffnet sich ein Pop-up mit den möglichen Optionen. Hier klicke ich erneut auf das PUI-Sternchen. Es öffnet sich der Dialog mit den Eigenschaften eines neuen PUIs. In der linken unteren Ecke sieht man die Geokoordinaten. Klickt man hier, öffnet sich wieder Google Street View und man kann alles genauer anschauen. Ich benenne diesen PUI Maman Louise Bourgeois und speichere den neuen PUI. Jetzt möchte ich zeigen, wie man seine eigenen PUIs aus Google Maps importieren kann. Dazu öffne ich die Webseite takeout.google.com. Hier klicke ich auf Auswahl aufheben. Dann scrolle ich bis zu Maps, meine Orte, und markiere einzig diesen Eintrag. Ganz unten auf der Webseite klicke ich auf Nächster Schritt und dann auf Export erstellen. Meine in Google Maps markierten Orte werden nun in eine ZIP-Datei verpackt und von Google zum Download zur Verfügung gestellt. Ist alles zum Download bereit, erhalte ich von Google eine E-Mail mit einem Download-Link. Diese ZIP-Datei kann ich nun herunterladen und entpacken. Danach klicke ich in Track of the Day auf Hinzufügen und wähle als Dateityp Google Maps PUIs aus. Dann navigiere ich zur gerade entpackten Datei gespeicherter Orte.json. Diese Datei wird nun eingelesen und es öffnet sich der Dialog für den PUI-Import. Ich stelle wieder einen PUI-Typ und eine PUI-Kategorie ein und vergebe zusätzlich den Hashtag meine Orte. Jetzt klicke ich auf Alle importieren und warte kurz ab, bis alles verarbeitet ist.
Danach wechsle ich zur Straßenkarte und zoome so weit heraus, dass ich Europa vollständig sehen kann. Jetzt wähle ich im Kontextmenü POIs im Kartenausschnitt finden. Im Dialog für die POI-Auswahl wechsle ich zum Reiter Suche via Hashtag und markiere den Hashtag Meine Orte. Nach einem Klick auf OK werden meine aus Google Maps importierten POIs angezeigt. Im Internet findet man teilweise riesige Sammlungen mit POIs unterschiedlichster Kategorien. Diese liegen häufig als Textdatei im CSV-Format vor. Um eine solche Datei zu importieren, klickt man wieder auf Hinzufügen und wählt beim Dateityp Garmin POIs *.csv aus. Nun öffnet sich der POI-Import für CSV-Dateien. Ähnlich wie bei Excel kann man hier vorgeben, wie die Spalten der CSV-Datei getrennt sind und welche Spalte was enthält. In diesem Beispiel sieht man eine Liste mit mehr als 5000 Passstraßen in ganz Europa. Als CSV-Trennzeichen wähle ich das Semikolon. In der Tabelle Datenformat werden nun die einzelnen Spalten angezeigt. Ich stelle in der Titelzeile dieser Tabelle jeweils ein, welcher POI-Eigenschaft der jeweilige Spalteninhalt zugewiesen werden soll. Dann klicke ich auf Import und hole mir eine Tasse Kaffee. Nach einigen Minuten sind über 5000 POIs importiert und werden auf der Karte angezeigt. Das Verschieben der Karte ist nun spürbar langsamer. Was daran liegt, dass zusätzlich zu meinen Orten aus Google Maps nun alle Passstraßen Europas angezeigt werden. In unserem Beispiel ging es bislang um den Norden Spaniens. Daher würde ich gerne alle Pässe aus der Datenbank löschen, die nichts mit dieser Region zu tun haben. Dazu starte ich den POI Live View. Hier sehe ich nun eine lange Liste aller derzeit auf der Karte sichtbaren POIs. Im Live View kann man nach POI-Kategorie filtern. Über den Filter zeige ich nur meine Orte aus Google Maps an. Dann klicke ich oben rechts auf die weiße Mülltonne. Damit sind diese POIs von der Karte entfernt, aber weiterhin in der Datenbank enthalten. Jetzt aktiviere ich wieder die Kategorie der Passstraßen und fokussiere die Karte auf den Norden Spaniens. Oben rechts im POI Live View gibt es eine rote Mülltonne. Diese hat ein Kontextmenü. Ich klicke mit der rechten Maustaste, um dieses Menü zu öffnen. Jetzt wähle ich den Eintrag Nicht gelistete POIs dauerhaft löschen. Nun muss ich kurz warten und schon sind nur noch die POIs im Norden Spaniens vorhanden.
Nachdem wir uns nun eine Weile mit dem Import und der Verwaltung von POIs beschäftigt haben, möchte ich zeigen, wie man POIs im GPI-Format zu einem Garmin-Navigationsgerät exportiert. In diesem Beispiel verwende ich meinen BMW Navigator 6, der von Garmin hergestellt wurde. Garmin hat für die Verwaltung von POIs auf den Navigationsgeräten das binäre Dateiformat GPI entwickelt. Weil man bei Garmin die Spezifikation dieses Formates geheim hält, kann man POIs im GPI-Format nur mit dem uralten Garmin POI Loader exportieren. Alternativ kann man auch die freie Software GPS Babel verwenden, die aber nicht den vollen Funktionsumfang unterstützt. Will man Bilder, Icons oder Warntöne haben, braucht man den alten POI-Loader. In den Exporteinstellungen muss der Pfad zum POI-Loader eingetragen werden. Um den POI-Loader zu installieren, klickt man auf den orangefarbenen Hyperlink und startet die Installation. Wie das funktioniert, sehen wir hier. In gleicher Weise kann man auch GPS Babel installieren und den Pfad hier eintragen. Nach diesen Vorarbeiten verbinde und registriere ich meinen BMW Navigator 6 über ein USB-Kabel mit diesem Computer. Wie diese Registrierung funktioniert, sehen wir hier. Für dieses Beispiel will ich alle POIs rund um den Nationalpark Picos de Europa als GPI-Datei exportieren. Den Dialog für den POI-Export erreicht man über den Button Teilen. Alternativ kann man im Suchfeld auf das Symbol mit dem POI-Sternchen klicken. Ist der Dialog geöffnet, werden alle POIs des aktuellen Kartenausschnitts angezeigt. Will man alle POIs der Karte exportieren, kann man sie dieser Liste hinzufügen. Wie das geht, sehen wir hier. Die POIs werden jetzt sortiert und nach POI-Kategorie angezeigt. Mit der Auswahlbox am oberen rechten Rand kann man diese Liste filtern. Ist eine Route selektiert, kann man auch nur die POIs entlang der Route exportieren. Dazu kann man eine maximale Distanz auswählen und alle POIs aus der Liste entfernen, die abseits der Route liegen. In der Liste der POIs gibt es immer 5 Buttons. Mit diesen Buttons kann man die Karte beim jeweiligen POI zentrieren. Ist beim POI ein Hyperlink hinterlegt, kann man diesen öffnen, indem man auf den Button mit der Weltkugel klickt. Klickt man auf den Button mit dem Stift, öffnet sich der Bearbeitungsdialog für diesen POI. Mit der weißen Mülltonne kann man einzelne POIs von der Karte und damit aus dem Export entfernen. Klickt man auf die rote Mülltonne, wird der jeweilige POI dauerhaft aus der lokalen Datenbank gelöscht. Mit den beiden Mülltonnen oberhalb der Liste kann man alle POIs entfernen oder permanent löschen. Über den Filter lassen sich die POIs auch nach Kategorie löschen. Um die POIs innerhalb der Liste zu exportieren, muss man ein Verfahren für den Export auswählen. Sind GPS Babel oder der POI Loader registriert, gibt es 5 unterschiedliche Verfahren für den Export.
Wir wählen zunächst das Verfahren GPX aus. Ist bei Verzeichnis kein Ordner für den Export eingetragen, kann man ein Zielverzeichnis auswählen. Wie dieser Export funktioniert und was exportiert wird, sehen wir hier. Über den Button mit den 3 Punkten kann man das Exportverzeichnis öffnen. Klickt man auf die Mülltonne, wird der Inhalt gelöscht. Klickt man auf das X, wird der Name des Verzeichnisses entfernt und er wird beim nächsten Export wieder abgefragt. Schauen wir uns an, was das Exportverfahren GPX exportiert hat. Die GPX-Dateien sowie die Icons und Bilder können wir nun mit dem PUI Loader zum Navigator exportieren. Wie das funktioniert, wird hier gezeigt. Der PUI Loader fragt nun für jede PUI-Kategorie, wie sie behandelt werden soll. Hier kann man Kategorien überspringen oder Alarme für Geschwindigkeit oder Annäherung einstellen. Verwendet man das Exportverfahren GPI mit GPS Babel, gibt es nichts weiter einzustellen. Allerdings kann GPS Babel keine Annäherungsalarme erzeugen. Für den Export von Radarwarnungen ist es also weniger gut geeignet. Weitere unterstützte Verfahren für den Export sind OV2 für TomTom-Geräte oder ASC für Navigationsgeräte des Typs Trippi. Zum Abschluss gibt es noch eine kleine Übung zum Mitmachen. Hier möchte ich zeigen, wie man Radarkontrollen für die Schweiz, die Alpen, Norditalien und Teile Frankreichs auf einem Garmin-Navigationsgerät installiert. Wer es nachvollziehen möchte, klickt kurz auf Pause und führt die gezeigten Arbeitsschritte auf seinem Computer durch. Okay, das war unsere kleine gemeinsame Übung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Wenn du die kleine Glocke anklickst, wirst du künftig benachrichtigt, wenn es neue Tutorials zu Track of the Day gibt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald.